Angefangen hat es ja im Musikbereich, alle lokalen Musiker von Fuel and the Slaughterhouse, Scorpions, alle klassischen Orchester bedienen wir heutzutage, sind dann aber durch diese Spezialbauten, die wir ja machen, ganz schnell auch in den Bereich der Industrie gekommen. Das Besondere bei einer Verpackung ist immer, die kundenspezifische Lösung zu finden. Wenn zum Beispiel ein Kameramann kommt, der jetzt 1000 Kleinteile, Objektive, das verpackt haben will, der will das natürlich so haben, dass er die Teile sieht. Das heißt, die müssen einzelne Schaumstofffächer kriegen. Wir gehen ja auf jeden Wunsch, der möglich ist, des Kunden ein. Wir machen als erstes von meinen Vorstellungen, wie ich meine, wie man es am besten verpacken könnte, eine Handskizze, die geht relativ fix. Da kann der Kunde seine Vorstellung noch mit einbringen. Und daraufhin kann man auch schnell eine kurze Kalkulation machen. Die Produktion eines Flight Cases läuft eigentlich erstmal im Grunde genommen immer gleich ab. Danach wird das Material erstmal zugeschnitten. Dann gibt es das Holzmaterial, die Plattenmaterialien. Im Ernstfall werden die auch noch beschichtet vorher. Wenn der Kunde spezifische Oberflächenwünsche hat, dann beschichten wir das hier auch selber. Wenn das abgeschlossen ist, dann werden erst die Fräsungen gemacht, die Teile eingefräst, Griffe, Catches oder ähnliches. Die Aluprofile werden zugeschnitten, das Schließprofil wird in den Ecken bei uns gefaltet. Es gibt dem Koffer auch nochmal eine super Stabilität, gerade in den Eckbereichen, wo es ja am schlimmsten ist, wenn der runterfällt. Wenn das soweit ist, wird das Case zusammengesteckt und vernietet. Man könnte als Beispiel dieses 6 mm Doppeleck-Profil nehmen. Das ist aus einer speziellen harten Alulegierung und ist ein Doppelschenkelprofil. Das heißt, das Holzmaterial wird zwischen die beiden Aluschenkel zwischengeschoben und wird dann natürlich noch zusätzlich vernietet. Es sieht optisch super aus und es gibt natürlich eine super Stabilität nachher, wenn das alles zusammen vernietet ist. Dazu gibt es dann auch noch die passenden Beschläge natürlich, die wir auch aus eigener Produktion, die dann passend zu diesem Profil immer festgenietet werden. Wenn das abgeschlossen ist, geht es eigentlich an die Inneneinbauten. Dann geht es eigentlich erst in den Schaumbereich, dass halt Sachen kaschiert werden, Sachen eingeschäumt werden, speziell, je nachdem, wie der Kunde das haben will. So ein Flight Case, ein Transportkoffer, ist ja ein sehr nachhaltiges Produkt. Also alle Materialien, die wir hier benutzen, können recycelt werden und es ist wiederverwendbar. Das heißt, wir reparieren ja auch. Dieser Koffer hat manchmal eine Langlebigkeit von 30 Jahren. Das heißt, man kann die Inneneinbauten natürlich auch den neuen Geräten anpassen und braucht dadurch gar keinen neuen Koffer kaufen, sondern der alte wird quasi neu recycelt. Meine Mitarbeiter sind ja teilweise schon auch mit mir so lange dabei. Das heißt, sie haben die Erfahrung. Viele haben eine Tischlerausbildung, kommen also aus dem Holzbereich. Dann haben wir Elektrotechniker, auch zwei, dann aus dem Metallbereich und dann aus dem Polsterbereich, was jetzt die Inneneinbauten, den Schaumstoff angeht. Nein, wir sind schon eine Manufaktur, weil wir ja sehr, sehr kundenspezifisch arbeiten. Also es ist eigentlich alles möglich, aber es ist immer dieses Individuelle ist immer im Vordergrund. Ja, das ist ja so eine innere Befriedigung, würde ich mal sagen, würde ich das mal so beschreiben. Wenn die Zauberer, die Ehrlich Brothers auf der Bühne sind und man sieht dann so die einzelnen Koffer da im Hintergrund, das ist schon ein Ansporn natürlich, weiterzumachen, sich neue Ideen auszudenken und mit dem Kunden zusammen das Bestmögliche daraus zu holen.